Der Centauro II wurde vom italienischen Konsortium Iveco Oto Melara, CIO, entwickelt und produziert. Das Fahrzeug wurde im Juni 2016 während der Verteidigungsausstellung Eurosatory in Paris, Frankreich, vorgestellt. Der Centauro II repräsentiert die logische Weiterentwicklung und ist mit einer 120-45 mm Kanone der dritten Generation mit integriertem Mündungsbremssystem und halbautomatischem Ladesystem bewaffnet. Das Waffensystem bietet eine Feuerkraft, die der von den meisten modernen Hauptkampfpanzern entspricht und ist in der Lage, alle neuesten Generationen von 120 mm NATO-AFSs und Multirole-MP-Munition abzufeuern. Der Centauro II ist ein bedeutender Fortschritt im Vergleich zum vorherigen Centauro I in Bezug auf Feuerkraft, Schlachtfeldbeobachtungsfähigkeit, Mobilität, Schießverhalten, Kommunikation sowie gesteigertem Crewschutz. Ausgestattet mit einem modernen Antriebsaggregat von über 700 PS und einer H-Getriebe, typisch für 8x8 gepanzerte Fahrzeuge, nutzt die neue Plattform eine vollständig digitale Architektur und eine Turmnuk-Generation mit einem 120 mm Geschütz und Befehls- und Kontrollkommunikationssystemen. Das Ergebnis ist eine innovative gepanzerte Radplattform, die in jedem Szenario betrieben werden kann, von nationalen Sicherheitsmissionen über Friedenssicherung und Unterstützungsoperationen bis hin zu allen Interventionen, an denen die italienischen Streitkräfte beteiligt sind. Der Rumpf und der Turm des Centauro II bestehen aus geschweißtem Stahlpanzer. Die ballistischen Schutzniveaus sind im Vergleich zur vorherigen Generation des Centauro-Fahrzeugs erheblich höher, mit einem komplett neu gestalteten Rumpfchassis und Turmdesign, integriertem ballistischen Add-on und technischen Lösungen, die nach dem AEP 55 Standard getestet wurden und in der Lage sind, Bedrohungen wie Minen, IEDs und die neueste Generation kinetischer Munitionen zu bewältigen. Der Centauro II hat eine vierköpfige Besatzung, wobei der Fahrersitz am vorderen Teil des Rumpfs nach links versetzt ist und das Antriebsaggregat rechts von ihm liegt. Der Turm ist auf dem Dach des Rumpfes leicht hinter der Fahrzeugmitte montiert, mit dem Kommandanten links, dem Schützen rechts und dem Lader vorwärts und unterhalb des Schützen. Es gibt eine große Tür am hinteren Ende des Rumpfes. Die Hauptbewaffnung des Centauro II MGS besteht aus einer 1,2045 mm Kanone der dritten Generation, optional austauschbar mit 1,0552 mm für 120 mm, mit integriertem und stabilisiertem Mündungsbremssystem mit geringem Rückstoß, das dieselbe Feuerkraft wie die meisten modernen Kampfpanzer bietet und in der Lage ist, alle modernen 120 mm NATO-AFSs und Mehrzweck-MP-Munition zu verschießen. Die in Rumpf und Turm gelagerte Munition befindet sich in Fächern, die durch explosionsgeschützte Türen, vorgefertigte Paneele und dedizierte Anti-Explosionssysteme vom Besatzungsraum getrennt sind, um die weitere Sicherheit der Besatzung zu gewährleisten. Der Centauro II ist mit einem automatischen Ladesystem ausgestattet, mit 6 bereiten Schuss, während er auch manuelle Ladetätigkeiten für Backup oder andere Notfalloperationen durchführen kann. Die Turmtraverse und die Waffenelevation werden elektrohydraulisch betrieben, mit manuellen Steuerungen für den Notfall, wobei die Elevation von -7 bis +16 Grad reicht. Eine 7,62 mm koaxiale Maschinengewehr ist auf der linken Seite der Hauptbewaffnung montiert. Auf jeder Seite des Turms ist eine Bank von 4 elektrisch betriebenen 81 mm Nebelwerfer installiert, die über den Frontalbogen des Fahrzeugs feuern. Der Centauro II MGS wird von einem Iveco Vector 8V Euro 3 Dieselmotor mit 720 PS angetrieben und ist mit einem automatischen Getriebe mit 7 Vorwärts- und ein Rückwärtsgang gekoppelt. In Bezug auf die Mobilität bietet das erhöhte Leistungsgewicht von 24 PS-Tonne eine unübertroffene Leistung in Bezug auf Geschwindigkeit und Beschleunigung, dank des Iveco-Motors der neuen Generation und der damit verbundenen Modernisierung von Getriebe, Bremssystem und Steuerelektronik. Die Aufhängung ist vom hydropneumatischen Typ mit lenkbaren Vorderrädern und hinteren beiden Rädern. Die digitale Reifendruckkontrolle, CTIS, in Verbindung mit Run-Flat-Systemen, der neuen Aufhängung und dem niedrigen nominellen Bodendruck ermöglicht es dem neuen Centauro-Panzerfahrzeug, sich aus jedem Gelände zu befreien. Der Centauro II kann eine maximale Straßengeschwindigkeit von 105 km/h erreichen und hat eine maximale Reichweite von 800 km.
Der Centauro 2 kann eine Steigung von 60%, Seitenneigungen von 30% und eine Wartfähigkeit von 1,5 m ohne Vorbereitung überwinden. Er hat einen An- und Abfahrwinkel von 40 Grad und kann natürliche oder künstliche Hindernisse bis zu einer Höhe von 0,6 Meter und Gräben mit einer Breite von 2 Meter überqueren. Im Juni 2020 genehmigte das italienische Verteidigungsministerium eine Bestellung von 40 Centauro 2. Das italienische Verteidigungsministerium gab am 28. Mai 2020 bekannt, dass es die Vergabe eines Produktionsvertrags an das Iveco Melara Konsortium für die zweite Charge von 40 Centauro I-Radpanzerjägern autorisiert hatte, mit einer Option auf weitere 56. Im Juli 2018 gab das italienische Unternehmen Leonardo die Unterzeichnung eines Vertrags mit dem italienischen Verteidigungsministerium für den Erwerb der ersten 10 neuen Centauro I-Panzerfahrzeuge bekannt. Das war die erste Tranche von insgesamt 136 Einheiten. Der Vertrag beinhaltet auch Ersatzteile und logistische Unterstützung. Im Dezember 2020 bestellte Italien 86 Centauro 2. Im Januar 2021 bestätigte das Konsortium Iveco, Melara, CIRO, dass die Produktion seines neuesten Centauro 2 8x8 Mobile Gun Systems, MGS, für die italienische Armee im Gange war. Die ersten Fahrzeuge wurden im ersten Quartal 2021 ausgeliefert. Der Gesamtbedarf der italienischen Armee liegt bei bis zu 150 Einheiten. Am 25. November 2022 gab Brasilien die Auswahl des Centauro 2 als neues Radkampffahrzeug bekannt. Wenn Sie über solche Inhalte informiert werden möchten, vergessen Sie nicht, meinen Kanal zu abonnieren und die Benachrichtigungsglocke einzuschalten.